Hallo Bosco. Hallo Rebecca. Das Addieren habe ich dir ja in unserem vorherigen Video schon erklärt. Und heute zeige ich dir, wie man Zahlen schriftlich subtrahiert. Habe ich geahnt. Subtrahiert heißt Minusrechnen. Und dann holen wir uns die Susi Minou, dieses süße Mädel hier, zur Hilfe. Susi Minou. Die heißt Susi mit Vornamen, weil Ja. subtrahieren heißt ja Minusrechnen und Susi passt ein bisschen zu subtrahieren und Minou halt wie Minus. Boah. Findest du es nicht gut? Doch sehr kreativ. Das habe ich gesehen. So, und die Susi, die soll diese Aufgaben hier bearbeiten, oder du besser gesagt. Und das Erste, was die Susi machen muss, ist diese Zahlen hier rechts an eine Mauer dran schieben. Ja, wie beim Addieren. Genau, genauso wie beim Addieren, um sicherzustellen, dass die Einer untereinander stehen, dass die Zehner untereinander stehen und die Hunderter und so weiter. Ja. So, dann fang doch mal an, die Einer zu subtrahieren. Die Einer zu subtrahieren. Also du kannst entweder rechnen 6 minus 2 Ja. oder du fragst dich, wie viel fehlt noch von der 2 bis zur 6. Aber ich kann nicht rechnen 2 minus 6. Nee, weil die 2 ist ja kleiner als die 6. Ja. Also es muss immer die größere Zahl oben stehen. Ah, okay. Und dann kann ich 6 minus 2 rechnen, das ist 4. Ja, Oder von der 2 bis zur 6 fehlen noch 4. ja. Okay. Und die schreibe ich da unten hin. Unter den Strich. Unter den Strich. So. Und bei den Zehnern ist es dann 9 minus 0. Oder 0 bis zur 9 fehlen mir 9. Ja, Also schreibe ich die 9 unten hin. gut. Und bei den Hundertern 3 bis zur 4 ist 1. Oder 4 minus 3 ist 1. Genau. Also habe ich als Ergebnis 194. Ja, gut, sehr schön. Na gut. Weil du da eben Schwierigkeiten hattest, welche Zahl oben stehen muss, zeige ich es dir hier nochmal. Also wenn die Aufgabe so dasteht, dann schreibst du sie um, sodass jetzt also die vordere Zahl oben steht Ja. und die Zahl, die subtrahiert werden soll, steht unten drunter. Ja, ist klar. Und optimalerweise steht jetzt also die größere Zahl oben. Sonst kommen wir ja ins Minus. Genau, Gut. Aber das kommt wahrscheinlich erst viel später dran. da hast du recht. Gut. Und dann Okay. startest du wieder mit den Einern. Ja. Also 3 bis zur 7 fehlen mir 4. Ja, 1 bis zur 8. 8 minus 1 ist 7. ja, 1 bis zur 4 fehlen mir 3. Und 2 bis zur 3 fehlt mir einer. super, Also habe ich 1374. gut. Okay, das ist einfach. Da ist jetzt noch nichts Schlimmes passiert. Ja, Ja. Schauen wir uns die nächste Aufgabe an. dann kommt jetzt wahrscheinlich was Schlimmes. Du ahnst es schon. 10er Übertrag. Ja! Yay! Also zunächst beginnt die Susi mal, die ganzen Zahlen wieder rechts an die Mauer zu schieben. Und dann beginnt sie oder du mit den Einern. Subtrahier die mal. Ja, ich will auch mal was machen. Ja, mach. Also 2 bis zur 5 fehlen mir 3. Okay, Das war noch nicht schwierig. da war noch nichts schwierig, ja. Schreibe ich die 3 hin. Dann kommen die 10er dran. 6 bis zur 4. Ja, und das geht nicht. Das sieht Ja. die Susi auch so. Die denkt kräftig nach. Das geht über die 10er. Eben, du kannst ja eigentlich nicht von der kleinen Zahl eine größere abziehen. Genau. Ah, ich sehe, die Susi hat gerade eine Idee. Die holt sich jetzt einfach aus dem Himmel einen Luftballon mit einer 1. Haha. Schwupps. Schwupps. Und dadurch macht sie aus der 4 eine 14. Ah, und 14 minus 6 ist 8. Das kann man rechnen, genau. Nur ist es jetzt leider so mit diesen Luftballons, die platzen ja auch so leicht. Peng. Und in dem Moment, in dem sie die 1 da oben benutzt hat für die 14, ja, macht's Peng, Peng. und die 1 fällt runter und muss jetzt gleich noch mit der 2 addiert werden, damit dann dieses Gesamtpaket von der 7 abgezogen werden kann. Also die 8 kommt unter die 10er als Ergebnis. Ja, Und die 1 aus dem Luftballon, also quasi die 10, die 1 kommt unter die 100er. ja. Und jetzt Ja, jetzt musst du die 1 und die 2 addieren sind 3. und die 3 dann von der 7 subtrahieren. 7 minus 3 ist 4. Ja, Also habe ich als Ergebnis 483. genau. Gut. Ich glaube, Okay. das üben wir noch ein paar Mal. Ja, bitte.
Das mit dem Luftballon kannst du immer machen, wenn die obere Zahl oder Ziffer kleiner ist als die untere. So wie hier jetzt. Also mache ich, oder die Susi, aus der 1 eine 11. Also die 1 kommt mit dem Luftballon darunter geflogen, dann ist die 1 eine 11, ja. Und dann habe ich von der 9 bis zur 11 eine 2. Die schreibe ich unten unter die 1er. Ja, Der Luftballon platzt und die 1 fällt unter die 10er. korrekt. Und dann habe ich 1 plus 7 ist 8. Bis zu 4 geht wieder nicht, also hole ich mir den nächsten Luftballon. Das kann halt auch passieren, dass man direkt hintereinander mehrere super. Zehnerüberträge machen muss. Dann habe ich aus der 4 die 14 gemacht. Und von der 8 bis zur 14 fehlen mir 6. Die 6 schreibe ich hin, der Luftballon platzt. Und dann habe ich 1 plus 2 ist 3. Ja, kommt dann eine 0 hin. Weil 3 minus 3 ist ja 0. Oder kann ich es einfach weglassen? Also es kommt 0 raus. Ja. Dadurch, dass die Zahl links aber nicht mehr weitergeht, schreibst du die Zahl nicht hin. Also die 0 in dem Fall schreibst du nicht hin. Also kommt 62 raus. Ja, genau. Okay. Also wenn die 0 irgendwo mitten in der Zahl oder mitten im Ergebnis steht, dann musst du sie natürlich hinschreiben. Aber wenn sie ganz vorne dran steht, dann schreibst du sie nicht mehr hin. Okay. Gut? So. Sagst du noch eine? Ja, noch 2. Oh, ja dann, wenn du heute so gut Klar. drauf bist. Ja, jetzt kommen noch Tausender. Super. Also, die Susi schiebt die Zahlen wieder an die Mauer. Ja, Die größere Zahl steht oben. So, 5 bis zur 0. Dann hole ich mir wieder einen Luftballon mit einer 1. Das heißt, die 0 wird zu einer 10. ja, 5 bis zur 10 brauche ich 5. Die schreibe ich unten hin. Luftballon platzt. Und die 1 fällt runter unter die 10er. Dann habe ich 1 plus 1 ist 2. Und bis zur 7 fehlen mir 5. gut. Ohne 10er Übertrag. Diesmal war ja. dann die obere Zahl größer, die Gut. 7 ist größer als die 2, also kannst du es einfach Also kann ich subtrahieren. mit den 100ern weitermachen. 7 bis zur 5 geht nicht, also mache ich aus der 5 eine 15. Und 7 bis zur 15 oder 15 minus 7 ergibt 8. Ja, Der Luftballon platzt, die 1 fällt herunter. Und dann habe ich hier bei den Tausendern 1 plus 2 ist 3. Und bis zur 5 fehlen mir noch 2. das machst du sehr schön, Bosco. 2855. Jawohl. Okay, eine geht noch. Ja, Gut. 9 bis zur 5. Aus der 5 muss ich wieder eine 15 machen. 9 bis zur 15 oder 15 minus 9, das ist schwer, Moment. Gibt 6? genau, du kannst von der 9 ja erstmal bis zur 10 gehen, Ja, ist 1 und dann von der 10 bis zur 15. habe ich gemacht. 1 plus 5 sind 6. Gut, Luftballon platzt, unten steht eine 1. 1 plus 8 ist 9. Aus der 3 hier oben muss ich wieder eine 13 machen. 9 bis zur 13 brauche ich 1, 2, 3, 4. Die 4 schreibe ich hin, Luftballon platzt. Dann habe ich hier bei den 100ern 1 plus 5 ist 6. Boah, schon wieder ein 10er Übertrag, die ist schwierig. 3 hintereinander, ja. Dann muss ich aus der 4 wieder eine 14 machen. 6 bis zu 14 oder 14 minus 6 sind 8. Ja, Der letzte Luftballon platzt. 1 plus 4 ist 5. Und bis zur 6 fehlt mir nur noch einer. genau. Dann habe ich 1846. Ja, Das ist schriftliches Subtrahieren. du hast ja doch gut gelernt jetzt. Und es empfiehlt sich eben, oberhalb von dem Strich Platz zu lassen für Ja. die ganzen Einser, die aus dem geplatzten Luftballon rausfallen. Ja. Und das Ergebnis schreibt man dann eben unter den Strich. Und wichtig ist, man muss erst addieren die beiden Zahlen und dann von der oberen Zahl abziehen. Genau, die Zahl aus dem Luftballon muss mit der unteren addiert Ja. werden. Ja, hast du recht, Bosco. Gut. Super. Aber Susi hat auch gut geholfen. Ja, Zum Glück können die alle nicht reden, diese Figuren. ihr könnt ja mal schreiben, ob die Übungsaufgaben für euch ausreichend waren oder ob wir noch mehr Videos machen sollen, weil ihr noch mehr Übungsaufgaben braucht. Ansonsten Daumen hoch und Abo da lassen. Oh ja, Bis zum nächsten Mal. tschüssi. Tschüss.